Kühltürme emittieren potenziell sehr viele Aerosole in Wolkenform und dadurch kann sich das auch relativ stark verbreiten. Am bekanntesten in Deutschland ist der Fall in Warstein. Das war, glaube ich, einer der größten Legionellen-Ausbrüche, die wir in Deutschland hatten. Die Aerosole, die Kühltürme emittieren, dort gibt es gewisse Untersuchungen, wo sich Fachleute damit beschäftigt haben. Und die können schon durchaus einige Kilometer weit kommen, diese Aerosole. Und je nach Konzentration und je nachdem, wie viel der Aerosole dann Legionellen enthalten, gibt es die Gefahr einer Infektion für die Menschen, die das einatmen. Kühltürme emittieren potenziell sehr viele Aerosole in Wolkenform und dadurch kann sich das auch relativ stark verbreiten. Am bekanntesten in Deutschland ist der Fall in Warstein. Das war, glaube ich, einer der größten Legionellen-Ausbrüche, die wir in Deutschland hatten. Und dort waren es einfach 3 Kühltürme, ja, die eine hohe Konzentration an Legionellen hatten und das kontinuierlich in die Umwelt abgegeben haben. Also es gibt in Deutschland bestimmt irgendwo zwischen 50 und 100.000 Kühltürme verschiedener Größen. Ja. Nicht alle emittieren Aerosole. Die sogenannten offenen Systeme, die technisch etwas einfacher sind, emittieren. Es gibt mittlerweile auch geschlossene Kühltürme, die eben nichts emittieren. Die sind aber technisch aufwendiger, teurer im Betrieb und man kann eben auch nicht alle Kühltürme ersetzen auf einen Schlag. Was es häufig in New York gibt. New York hat praktisch, also jedes größere Gebäude in New York hat seinen eigenen Kühlturm für die riesige Klimaanlage, die jedes Gebäude braucht. Und in New York gibt es also sehr häufig Legionellen-Ausbrüche, also im Grunde genommen mehrmals jährlich und fast immer hängt es dort zusammen mit irgendeinem Kühlturm.